Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag unserer Tour und wir haben eine sehr interessante Unterkunft mitten im Wald. Interessante Anreise. Irgendwo um nirgendwo, wenn man erwartet, es kommt nichts mehr, dann kommt genau das. Eine Fischfarm, hätte ich jetzt mal gesagt, mit angeschlossenem Restaurant. Gar nicht schlecht. Ein tschechisches Bier und viel Tierzeug. Da hinten irgendwie, weiß ich nicht, Truthahn oder sowas. Und natürlich Fisch. Dann habe ich auch schon Esel gesehen. Großen Spielplatz, großer Grillplatz, Hütten, die man mieten kann. Also es scheint eine Gaudi-Area zu sein, ein Ausgangspunkt für Skiwanderungen, normale Wanderungen und irgendwie ein Quad-Kurs oder sowas, oder geführte Quadwanderungen auch noch. So, Donnerstagmorgen losgefahren. Die Unterkunft war wieder sehr gut, guten Fisch. Und wir fahren jetzt, oh, da ist das Fohlen von gestern. Und wir fahren jetzt zu dem Schloss von Dracula. Und der Rado hat uns erzählt, was ist Fakt, was ist Legende, was kommt aus der Literatur. Und da kann man da raushören und rauslesen, dass der Dracul, was Teufel heißt, ein gerechter, aber sehr, sehr strenger Herrscher war in Transsilvanien. Und in der Literatur wird dann diese Burg beschrieben und die Beschreibung passt sehr gut auf diese Burg. Aber man kann davon ausgehen, dass der da nie gewohnt hat, vielleicht einmal dort war. Gut, wir schauen es uns trotzdem an. Auf geht's! Und weil das Schloss von dem Graf Dracul ja in Transsilvanien liegt und wir jetzt in der Walachei sind, müssen wir wieder über die Karpaten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir da komplett bis ganz drüben hinfahren. Auf jeden Fall ist die Gegend wieder schön, kurvig, bergig. Ja, mal wieder ein Traum. Es ist mal wieder ein herrlicher Fahrtag. In der Früh noch so steiles Licht, Schatten, Sonne, schönes Spiel der Kontraste. Nicht so warm, nicht so kalt, 15 Grad, genial. Schöne Mischwälder, schöne Aussichten, super. Da leuchtet das Heisel mit der Kur, die Wiesen, der Hügel, einfach wie ein kleines Gemälde der Natur. Gell? Ich finde das toll. Gut. Das schaut da nicht schlecht aus für die Zukunft. Ist das nicht ein Traum, ha? Herrlich. Da wieder Kathedralen der Natur. Wieder dieses Schattenspiel, schaut euch das so Wahnsinn, oder? Da sieht man es nochmal. Wahnsinn. Schön. Wenn ich mich nicht irre, da ist es. Das wird meine neue Wohnung werden. Ich muss bloß best nur sein, dann kriege ich genau sowas. Gut, freue mich jetzt natürlich drauf. Es soll sehr touristisch sein, hat der Rado gemeint. Und wir werden das überprüfen.
Also da ist es. Da soll er mal nicht gewesen sein. Der Graf Dracul. Und es ist ganz klar ein kompletter Touristenmagnet. Die typischen Fressbuden und was auch immer. Gut. Ja, da haben wir die Ahnenreihe. Und wir wissen genau, um wen das geht. Gut. Und man sieht auch, die Geschichte geht weiter. Es gibt immer noch Nachfolger. Elisabeth Sandhofer und die Magdalena Holzhausen. Ich glaube, ich habe den Geheimgang gefunden. Jetzt warten wir, bis die Kinder kommen und dann machen wir. Watch your head. Ich soll meinen Kopf waschen. So, also das ist jetzt Innenhof von der Burg Bram. Und die ist tatsächlich besser, wie ich meinte, jetzt sehr verwinkelt und alles. Und sie drücken jetzt auch nicht so auf diese Dracula-Tube. Und bin positiv überrascht, muss ich sagen. Ich hätte nicht gemeint, dass es so interessant ist. Also geschichtlich und sowas. Gut. So, das Schloss Bran haben wir jetzt hinter uns. Jetzt müssen wir ein Stück Schnellstraße fahren. Da drüben nochmal eine schöne Burg. Keine Ahnung, wie sie heißt und wo sie wohnt. Aber sehenswert. Und da oben ist auch irgendwas drauf. Ich glaube, da kommt jetzt gleich ein Stausee. Schauen wir mal, ob ich recht habe. Voilà! So, die Gegend hat sich jetzt wieder gewandelt. Vorher haben wir noch relativ viel Mischwald gehabt. Und jetzt geht es wieder ein bisschen über, also zumindest da jetzt so in Nadelwald. Da hinten wieder Mischwald, Laubwald, also auch wieder interessant. Schön. Schaut mal, was da kommt. Da kriegt man fast Angst. Ja, da kriegt man fast Angst. Ja, schauen wir uns so, gell? Einfach mal Kamera eingeschaltet, weil die da alle aufblenden. Also da kann ich jetzt alles kommen oder auch nichts. Aber wir haben ja nichts zu verlieren. Wenn es ist, dann löschen wir es da, der blendet da wieder auf. Ja, mit seinem Dodge hier. Dann schauen wir mal, was da kommt. Polizist. Das war's dann auch schon. Naja. Ja. Es ist dann offenbar die Kontrolle gewesen, ja.
wieder völlig anders. So. Das sind aber ein Haufen Mädels, ha? Mein lieber Schwan. Die wechseln mal die Straßenseite. Ein bisschen putzen könnten sie, die Mädels da. Aber gut. Das passt ja. Sie sind ja bei der Arbeit und nicht in der Oper oder so. Alles voll mit Wein, alles Wein. Und da hinten unendliche Weiten. Brutal. Ich glaube, heute gibt es kein Bier. Wahnsinn, schau hier. Vorne der Wein und hinten flach. Ja, und das schaut so aus, als wäre das die Unterkunft, wo wir von Donnerstag auf Freitag übernachten. Zumindest die Anfahrt dazu. Der Radio hat uns gesagt, wie lange das geht, ich weiß es aber nicht mehr. Ja. Das schaut so aus, als könnte man da Hütten mieten. Hohe und ganz tiefe. Schauen wir uns nachher vielleicht einmal an. Schauen wir mal. Da wieder das Land. Wahnsinn, wie Wilden Westen da. Cool. Wir haben mal wieder eine ganz schlechte Unterkunft. Ja, da haben wir, oder? Wahnsinn. Super geil. Und so wie es ausschaut, gibt es da neben Wein viel Zwetschgen und eine ganze Batterie voll an Hütten. So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute Freitag und wir verlassen gerade unsere Unterkunft. Das war so ein bisschen Metal Hammer, Thor Hammer, Warrior, Dings, Bums, kanadisch, keine Ahnung was. Und war tatsächlich interessant. Und wir haben ja gestern gesehen, dass da viel Wein angebaut wird. Und dementsprechend habe ich jetzt gestern einen Rotwein genommen. Und ich kann nicht sagen, das war eine echte Überraschung. Also habe ich so noch nicht getrunken, der war so ein bisschen lieblich. Und ja doch, war gut, hat mir geschmeckt. Jetzt sind wir dann auf dem Weg zu einer Saline. Und so wie der Radio gesagt hat, fahren wir da mit dem Bus 4,5 Kilometer in den Berg rein auf ungefähr 900 Meter Tiefe. Da bin ich mal gespannt drauf. Gut, nochmal die Ebene, auf geht's zur Saline, was für uns eigentlich ein Salzbergwerk ist. Let's go! Muss ich einmal so einen Bahnübergang da filmen. Wobei das einer der harmlosesten war. Mal schauen, vielleicht kriegen wir noch einen besseren. So, jetzt haben wir noch mal einen Bahnübergang. Ja, der ist ja auch ganz vernünftig. Aber da haben wir schon wirklich welche gesehen. Ganz klar, das zeigt, das kann sich nicht halten. Da ballern die Allastwing drüber. Die glaube ich, wenn du schneller anfährst, dann haut es die runter. Ja, und die Jungen freuen sich immer, wenn sie am Moped sehen. Die halten sich nicht die Ohren so wie im mitteleuropäischen Raum. Gut, also Saline scheint jetzt bald in die Nähe zu kommen. Die Gegend wird auch wieder besser, es wird wieder welliger. Und das kommt meinem Gemüt deutlich mehr entgegen wie dieses komplett flache.
Genau, gestern haben wir noch die Diskussion gehabt. Merkt man es, dass man die Kopfhörer drauf hat oder nicht? Ich zeige euch, woran man das merkt. Lasst den Lenker los, dann fängt er zum Flattern an. Das ist bei mir das Zeichen, Kopfhörer sind noch da. Das ist eine Sicherheitseinrichtung. Da weiß man dann, dass alles noch in Ordnung ist. Gut, auf geht's. Und da hinten sieht man nochmal die Ebene. Das schaut fast aus, wie wenn man aufs Meer schaut. Das ist wirklich interessant. Jetzt können wir markieren, wo es runter geht zum Wasser. So, das war jetzt wirklich sehr eindrucksvoll. Wir sind mit einem Bus gefahren, ein bisschen größer wie ein Sprinter, so 15 Mann hoch. In einem Bus drin. 4,5 Kilometer von der Strecke. Wir ein Korkenzieher nach unten. Und wir sind jetzt, wenn ich den Radio richtig verstanden habe, seht wieder so um die 900 Meter unter der Erde. Und schaut euch das so. Jetzt weiß ich schon, warum die da woanders eine Riesenräder reinbauen. Das ist ja. Das ist unglaublich, Kinder. Kinder, schaut euch das so. Das ist so unglaublich. Oh, leck. Also, Jungs, das sprengt sämtliche Vorstellungen, die ich gehabt habe, wo wir da herin sind. Ich weiß nicht, wie hoch diese Saalbauten da sind, aber bestimmt 30, wenn es nicht sogar 50 Meter sind. Und das ist ein riesiges Areal, super fein und sauber ausgeschnitten. Oben so Gänge, Wartungsgänge, keine Ahnung. Also unglaublich, wirklich. Das gibt's gar nicht. Cool. So, und da hätten wir jetzt den Fußballplatz. Man erkennt es an der Riesenfläche und dann in die 2 Tore. Wahnsinn, ha? Was für Bauwerke. Die Saline Salnik hat eine Gesamtfläche von 7,8 Hektar und die Säle sind zwischen 32 und 54 Meter hoch. Ganz besonders beeindruckt haben mich die Marmorierungen an den riesigen Wänden. Das hat auf mich gewirkt wie riesige Gemälde der Natur. So, die Salina haben wir hinter uns gebracht. Resümierend möchte ich sagen, hui. Es ist schon sehr eindrucksvoll, mein lieber Schwan. Und jetzt sind wir auf der nächsten Etappe. Wir werden jetzt schauen, dass wir irgendwo einen Sprit herkriegen. Dann nach einer längeren Pause, wo es was zum Essen und zum Trinken gibt. Und überqueren wieder die Karpaten. Ein letztes Mal auf dieser Tour. Gut, los geht's. Weites Land wieder, ha? Schön. Ich habe mir sagen lassen, im Sommer oder Frühling ist das alles super grün. Wir haben jetzt Mitte September, da ist das natürlich was anderes. Da ist das schon ziemlich vertrocknet. Naja, und wir haben immer so um die 30 Grad, einmal 3 Grad weniger und einmal 3 Grad mehr. Und heute Morgen haben wir schon relativ schnell 25 Grad gehabt. Da merkt man das dann schon, dass der Rasen dann immer voll mithalten kann. Gut, aber schön jetzt durch das Tal also ein bisschen wedeln. Die Straße ist übrigens super wieder. Heute den ganzen Tag schon gut. Hier und da mal ein fettes Schlagloch, aber sonst im Großen und Ganzen richtig gut. Gut, so geht's weiter. Schaut euch den Vogel an. 16, glaube ich, Bussard. Schöner. Oh.
da hinten werden die Berge jetzt wieder größer. Es ist jetzt die ganze Zeit so, naja, was soll ich sagen, so zwischen 200 und 400 Höhenmeter rauf und runter gegangen. Eine schöne Ecke, schöne Gegend, durchaus lebenswerte Ecke. Aber jetzt werden die Berge hinten wieder größer, das gefällt mir natürlich besser. Und das fand ich erwähnenswert. Deswegen habe ich die Kiste mal angeschmissen, damit wir das sehen. Im Übrigen wunderschöne Zwetschgenbaum da. Immer wieder wunderschöne Zwetschgenbaum. Und auch da wieder gottesfürchtige Leute. Ein Kruzifix auf jedem zweiten Hügel. Jo. Gut, und danach nähern wir uns unserer Nachtunterkunft und das ist wieder in Draculas Ecke. Und zwar ist das in der Nähe von der Stadt Bran, wo eben auch das Schloss war, das wir uns schon angeschaut haben. Gut, auf geht's. Oh. So, schauen wir uns das mal an. Ho, 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 ho. Schön ist das, schöner See und auch die Ecke wieder schön. Das dürfte jetzt, glaube ich, also mindestens die dritte Stausee, seit wir auf der Tour sind. Ich bin ja so ein Brückenfreund, schaut euch das an, eine schöne Brücke. Da hinten wieder das Wasser, wunderschön. So fühlt sich Leben an. Da sind viele Straßen dabei, die sind sehr stark befahren und die haben sehr viel Gummiabrieb, mutmaßlich von den LKWs. Also die sind so, bei uns darf man sagen, sehr bitumenlastig. Da glaube ich sind Straßen dabei, die sind, wenn es regnet und wenn es nass ist, mit dem Moped nicht unbedingt immer ein Spaß. Aber wir haben ja ein wahnsinniges Glück. Es ist also trocken und warm. Das passt. Gut, man sieht übrigens auch an der Temperatur, aha, wir sind höher wie vorher. Wir sind jetzt auf knapp 700 Meter, 600 irgendwas 70. Nach meinem Schätzeisen natürlich. Das ist jetzt nicht die Bibel, aber ein Anhaltspunkt. Gut, let's go. Und da kann ja nichts Schlechtes kommen, oder? Ich habe zu spät eingeschaltet, wieder eine Brücke für mich. Ja, ein bisschen was habe ich noch mit aufnehmen können. Ich habe es komplett genießen können. Ihr habt es jetzt halt bloß so wie im hinteren Teil. Naja, müsst halt noch mal herkommen. Dann könnt ihr es halt aber ganz genießen. Andiamo! Brasov, 45 Kilometer. Und wir fahren irgendwo hinter Brasov. Also wir fahren um Brasov praktisch, wenn da Brasov ist, so außenrum und fahren hier nach Bran. Wenn der jetzt 45 Kilometer dort steht, dann kann ich mir so 80 noch vorstellen. So, schauen wir mal. Das kommt so kommt's, gell? Das scheint ja dann mal eine Hochebene zu sein. Bei knapp 600 Meter Meereshöhe nach meinem Schätzeisen.
an die Ortschaften und an die Häuser sieht man jetzt wieder, dass wir in Transsilvanien sind. Ja, die Leute haben viel mehr Angst. Die haben jetzt nicht irgendwie einen Zaun vor dem Haus oder so, sondern die haben die großen Mauern, große Tore, die gehen da rein, machen alles zu, da kommt dann keiner mehr rein. Also die Ortschaften sehen da anders aus, wie in der Walachei. Was es hier dann auch nicht mehr so oft gibt, das weiß ich jetzt aber bloß vom Radio, das ist mir selbst nicht aufgefallen, dass die Leute irgendwas vor der Tür stehen haben, was verkaufen wollen. Das ist in der Walachei typisch und hier eben nicht. Gut, auf geht's. Da ist es wieder. Im Gegenlicht das Schattenspiel der Berge. Und da hinten ist ein riesen hoher Kamin in der Prärie. Keine Ahnung, was das ist, aber das, was da rauskommt, muss stinken und zwar gescheit, sonst würde keiner den Schornstein so hoch bauen. Gut, haben wir gesehen. So, wir sind wieder in Bran, das kennen wir schon von dem Schloss, das wir angeschaut haben. Und der schöner Berg, schaut euch mal das an. Ich finde, das ist einfach ein schöner Berg. Gerade mit dem Licht jetzt auch, mit dem steilen Licht, das schon Kontraste macht und so. Und ja, und da ist jetzt irgendwo unsere Unterkunft. Wir wissen nicht genau wo. Wenn meine Kalkulation kilometermäßig ungefähr passt, dann sollten das noch etwa 8 Kilometer sein, bis wir an unserer Unterkunft sind. Dann reicht es auf für heute. Es ist kurz vor 6:30. War ein langer Fahrtag heute. Aber deswegen sind wir ja da. Und wir haben wieder Sensationen erlebt. Wirklich wahr, Sensationen. Gut. Letzter Endspurt, auf geht's. Da ist es nochmal. Schloss Bran. Oder Burg Bran. Da geht es rein zum Schloss. Lassen wir durch die ganzen Buden durch. Ja, ja. Da ist schon ein bisschen was los. Gut. Also, letzte Meile zu unserer Unterkunft. Nach meiner Kalkulation maximal noch 4 Kilometer, aber meine Kalkulation ist halt eine Kalkulation und keine Bibel.